Deine Lieblingsband macht zwar richtig gute Musik, aber mit der Ordnung hat sie es nicht so. Auf Tournee verschwinden ständig Instrumente und das macht ihren Manager wahnsinnig. Am Tag des großen Konzerts wacht die Band gefesselt in einem fensterlosen, schalldichten Proberaum auf. Ihr Manager erklärt ihnen, was los ist. Draußen stehen 10 große Kartons. Jeder enthält eines eurer Instrumente. Aber lasst euch nicht von den Bildern täuschen. Sie wurden zufällig verteilt. Ich lasse euch alle nacheinander raus. Draußen dürft ihr in 5 der Kisten hineinsehen, bevor der Sicherheitsdienst euch zurück zum Tourbus bringt. Ihr dürft die Instrumente weder anfassen noch den anderen mitteilen, was ihr gefunden habt. Keine Markierungen auf den Kisten, kein Rufen, nichts. Wenn jeder es schafft, sein Instrument wiederzufinden, könnt ihr heute Abend spielen. Andernfalls lässt euch das Label fallen. Ihr habt 3 Minuten zum Nachdenken, bevor es losgeht. Die Band ist verzweifelt. Schließlich hat jeder Musiker nur eine 50-prozentige Chance, sein Instrument zu finden, indem er 5 zufällige Kisten auswählt. Und die Chancen, dass alle 10 Erfolg haben, sind noch geringer, nämlich nur 1 zu 1024. Doch plötzlich hat der Schlagzeuger eine brauchbare Strategie, die eine Erfolgschance von über 35% hat. Kannst du dir denken, welche das ist? Der Schlagzeuger meinte Folgendes: Jeder öffnet zuerst die Kiste mit dem Bild seines Instruments. Ist das Instrument darin, bist du fertig. Wenn nicht, sieht man nach, was darin ist und öffnet dann die Kiste mit dem jeweiligen Bild darauf. So macht man weiter, bis man sein Instrument hat. Die Bandkollegen sind skeptisch, aber erstaunlicherweise finden sie alle, was sie brauchen. Und ein paar Stunden später spielen sie vor Tausenden begeisterter Fans. Warum hat die Strategie des Schlagzeugers funktioniert? Jeder Musiker folgt einer Reihenfolge, beginnt mit der Box mit dem Bild seines Instruments und endend mit der, in der sich das Instrument befindet. Würden sie weitermachen, kämen sie wieder zum Anfang. Es handelt sich also um eine Schleife. Wären die Kartons so angeordnet, würde die Sängerin die erste Kiste öffnen und das Schlagzeug finden, zur 8. Kiste gehen, wo der Bass ist, und ihr Mikrofon im 3. Karton entdecken, der auf den ersten zurückverweist. Das funktioniert viel besser als zufälliges Raten, denn indem jeder mit der Box mit seinem Instrument darauf beginnt, beschränkt er seine Suche auf die Schleife, die sein Instrument enthält. Und die Wahrscheinlichkeit beträgt etwa 35%, dass alle Schleifen eine Länge von 5 oder weniger haben. Wie kalkuliert man diese Wahrscheinlichkeit? Das zeigen wir an einem vereinfachten Fall. Es gibt 4 Instrumente und jeder Musiker hat 2 Versuche, es zu finden. Ermitteln wir zunächst die Wahrscheinlichkeit eines Misserfolgs, also dass jemand erst nach 3 oder 4 Kisten sein Instrument findet. Es gibt 6 verschiedene Schleifen mit 4 Kisten. Eine lustige Art, diese zu zählen, besteht darin, ein Quadrat mit einem Instrument pro Ecke zu bilden und die Diagonalen zu ziehen. Überlege, wie viele Schleifen du finden kannst und denke daran, dass diese beiden als gleich gelten. Sie beginnen nur an verschiedenen Punkten. Diese beiden sind jedoch unterschiedlich. Wir können die 8 möglichen Dreierschleifen mit Hilfe von Dreiecken abbilden. Je nachdem, welches Instrument man weglässt, ergeben sich 4 mögliche Dreiecke und jeweils 2 verschiedene Wege. Von den 24 möglichen Kombinationen von Kästchen scheitern also 14 und 10 führen zum Erfolg. Diese Rechenstrategie funktioniert für jede gerade Anzahl von Musikern. Will man eine Abkürzung, lässt sie sich zu einer praktischen Gleichung verallgemeinern. Setzt man 10 Musiker ein, liegt die Wahrscheinlichkeit bei etwa 35%. Was wäre, wenn es 1000 Musiker wären? 1.000.000? Mit zunehmendem N nähert sich die Wahrscheinlichkeit etwa 30% an. Das ist zwar keine Garantie, aber mit etwas Glück ist es alles andere als hoffnungslos. Wenn du es liebst, immer Neues zu lernen, dann abonniere unseren Kanal. Wir veröffentlichen jede Woche neue Videos zu allen möglichen Themen, von der Geschichte der Welt aus der Sicht von Katzen bis hin zu Tipps, wie man ein besserer Zuhörer wird. Bleib neugierig, bleib informiert.